Moin, schön, dass ihr wieder am Start seid. Wenn ihr jetzt im zweiten Lehrjahr steckt, dann schnappt euch am besten direkt einen Kaffee, spitzt die Ohren und lasst uns direkt loslegen. Wir knöpfen uns heute nämlich mal eure Schulungsunterlagen vor. Und naja, wir sprechen hier nicht über irgendein kleines Randthema, sondern über das absolute Herzblut eures zukünftigen Berufs als Anlagenmechaniker SAK. Es geht um unser allerwichtigstes Element, quasi unser flüssiges Gold. Also tauchen wir direkt in die Materie ein, denn dieses Briefing liefert euch exakt das Wissen, das ihr draußen auf der Baustelle braucht. Das, was wir hier haben, ist nicht einfach nur so ein trockener Textbaustein aus dem Lehrbuch, Leute. Nein, das ist eure absolute goldene Baustellenregel. Trinkwasser ist das wichtigste Lebensmittel für den Menschen. Ohne Wasser gibt es kein Leben. Und, ganz wichtig, Wasser ist nicht vermehrbar. Das muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ich meine, wir schrauben da draußen ja nicht einfach nur irgendwelche Rohre zusammen oder montieren schicke Armaturen, damit das Wasser so ein bisschen nett ins Waschbecken plätschert. Nein, absolut nicht. Wir sichern da buchstäblich das Überleben. Wir sind quasi die Bodyguards einer lebenswichtigen, völlig unersetzlichen Ressource. Und wenn man das erstmal so richtig verinnerlicht hat, ja, dann weiß man auch ganz genau, warum es bei unserer Arbeit absolut Null Toleranz für Pfusch gibt. Kommen wir zum ersten großen Punkt, der Chemiecheck. Reines H2O im Vergleich zu natürlichem Trinkwasser. Da müssen wir nämlich direkt mal einen kleinen Realitätsabgleich machen. Wenn wir so an Wasser denken, haben wir ja oft sofort diesen Chemieunterricht im Kopf, oder? Da gibt es dieses chemisch reine Wasser, das gute alte H2O, also ihr wisst schon, nur Wasserstoff und Sauerstoff. Eine ziemlich trockene Angelegenheit, meistens in so einem sterilen Laborkolben. Aber in der freien Natur, da kommt das so gut wie gar nicht vor. Die Realität, also unser natürliches Trinkwasser im Glas, sieht echt ganz anders aus. Das ist ein richtiger, komplexer Cocktail. Da schwimmen winzige natürliche Kleinstlebewesen drin, also Mikroorganismen, und es enthält geringe Mengen gelöster Stoffe, wie zum Beispiel Calcium und Magnesium. Das ist für uns extrem wichtig zu wissen, denn genau diese Stoffe sind lebenswichtige, ganz natürliche Bestandteile für unseren Körper. So, und der wirklich entscheidende Punkt ist jetzt folgender. Weil dieses Wasser eben ein echtes Naturprodukt ist, kann es leider auch mal gesundheitsschädigende Stoffe beinhalten. Und exakt deswegen haben wir hier in Deutschland dieses knallharte Regelwerk. Wir sprechen hier von sogenannten Grenzwerten. Das sind in Gesetzen und Richtlinien extrem streng festgelegte maximale Mengen für diese gelösten Stoffe im Trinkwasser. Und diese Grenzwerte, die sind so exakt berechnet, dass die Gesundheit der Menschen selbst bei lebenslangem Genuss des Wassers in keinster Weise beeinträchtigt wird. Was heißt das jetzt für euch auf der Baustelle? Ganz einfach, es gibt absolut keinen Spielraum für Fehler. Eure einwandfreie Installation ist quasi das Schutzschild, das genau diese Qualität bis ganz zum Schluss, also bis zum Wasserhahn, erhält. Zweiter Punkt. Wer macht eigentlich was? Das VIB-Konzept. Damit das ganze System reibungslos funktioniert, braucht es eine glasklare Aufgabenteilung. Schauen wir uns dafür mal die sogenannte VIB-Pipeline an. Das ist sozusagen der Dreiklang der Wasserversorgung. Wir haben hier drei absolute Hauptakteure. Erstens, das V steht für den Versorger. Die Jungs und Mädels an der Quelle liefern das Fundament. Sie stellen das Trinkwasser im Netz bereit. Zweitens, genau in der Mitte, das I steht für den Installateur. Und ja, das seid ihr. Euer Job ist es, die Trinkwasserverbrauchsanlage wirklich fachgerecht zu erstellen. Und drittens, das B steht für den Betreiber, also den Kunden ganz am Ende der Leitung, der die Anlage dann ordnungsgemäß nutzen und auch warten muss. Und jetzt kommt's. Ohne euch da in der Mitte bricht diese komplette Kette einfach zusammen. Wenn der Installateur pfuscht, war die ganze Arbeit des Versorgers komplett umsonst und der Betreiber hat ein massives Problem. Um dieses absolut kritische Bindeglied zu sein, braucht ihr natürlich ein starkes Fundament. Quasi euren persönlichen Skilltree als Wasserexperten. Das fängt oben beim Kopf an. Wir brauchen das theoretische Wissen über die physikalischen und chemischen Eigenschaften von Wasser. Dann unsere Hände, also der fachgerechte handwerkliche Umgang mit den Rohren und Verbindungen und schließlich das Werkzeug und die Technik. Man muss die Anlagen richtig berechnen können und ein echt tiefes Verständnis für Pumpenmechanik haben, einfach um einen totalen Systemausfall zu verhindern. Ihr seht schon, es braucht ganz schön viel Köpfchen, um so ein Bodyguard des Wassers zu sein. Kommen wir zum dritten Punkt. Das 128-Liter-Paradoxon. Wir haben ja jetzt hier echt viel über Qualität und Verantwortung gesprochen. Lasst uns mal zu den Dimensionen kommen, mit denen wir es da tagtäglich überhaupt zu tun haben. Und bereitet euch schon mal darauf vor, dass es jetzt ein kleines bisschen absurd wird.
128 Liter. Das ist der exakte private Trinkwasserbedarf bei uns in Deutschland. Und zwar pro Kopf, jeden einzelnen Tag. Rechnet das einfach mal kurz auf einen ganz normalen 4-Personen-Haushalt hoch. Oder stellt euch ein komplettes Mehrfamilienhaus vor. Das sind massive, wirklich gigantische Mengen an Wasser, die wir da jeden Tag durch die Anlagen jagen, die ihr später mal aufbaut und wartet. Aber Moment mal. Wofür geht diese ganze Flut an feinstem, extrem streng kontrolliertem Trinkwasser eigentlich drauf? Wir treiben ja beim Versorger und auch auf eurer Installationsebene einen irren Aufwand, um dieses Wasser absolut rein und sicher zu halten. Also, lassen wir diese 128 Liter mal virtuell hier aus dem Wasserhahn fließen und schauen uns die genaue Verteilung an. Jetzt wird's nämlich echt zu einem Paradoxon. Haltet euch fest. Satte 31% dieses unfassbar aufwendig geschützten Lebensmittels jagen wir einfach durch die Toilettenspülung, direkt in den Kanal. No joke. Weitere 31% verbrauchen wir für Baden und Duschen. Dann haben wir noch 14% fürs Wäschewaschen. Und das Verrückteste an der ganzen Geschichte, der eigentliche Witz ist, nur mickrige 3% verwenden wir tatsächlich für das, was der Name Trinkwasser eigentlich sagt, nämlich zum Trinken und Kochen. Der ganze Rest geht fürs Putzen oder den Garten drauf. Denkt da wirklich mal drüber nach. Wir spülen unsere Haufen wortwörtlich mit unserem allerwichtigsten Lebensmittel weg. Erinnert euch einfach mal an diese absurde Statistik, wenn ihr das nächste Mal auf der Baustelle ein Hänge-WC montiert. Viertens und letztens, eure wichtigste Regel für die Baustelle. Okay, wir biegen auf die Zielgerade ein. Was nehmen wir jetzt aus dieser Erklärsession mit auf die Baustelle? Euer Job ist echt keine lästige Pflichtaufgabe. Das ist eine echte, schützende Mission. Und ich möchte, dass ihr diese eine ziemlich provokante Frage mitnehmt. Wie werdet ihr als zukünftiger Anlagenmechaniker dabei helfen, in eurer täglichen Praxis wirklich jeden einzelnen Tropfen zu schützen? Tragt diese Verantwortung mit echtem Stolz. Wir sind dafür da, unser endliches Gut clever und sicher durch die Gebäude zu leiten, Verunreinigungen komplett abzuwehren und dafür zu sorgen, dass wir alle effizient damit umgehen. Eure Arbeit ist am Ende des Tages genau das, was uns alle gesund hält. So, das war's auch schon für heute. Bleibt scharf, Azubis, haltet die Rohre sauber und macht mir bloß keinen Fusch am Bau. Wenn euch dieses Briefing geholfen hat, das Chaos im Kopf so ein bisschen zu lichten, dann lasst unbedingt ein Like da und abonniert den Kanal AM Nordisch. Nur so verpasst ihr auch in Zukunft keins von unseren wichtigen Erklärvideos mehr. Packen wir's an, bis zum nächsten Mal. Falls noch Fragen offen sind, meldet euch einfach bei uns. Schreibt uns in die Kommentare oder nehmt direkt Kontakt auf. Wir setzen uns an die Arbeit und bereiten genau diese Themen verständlich für euch in einem der nächsten Videos auf. Denkt an ein Abo und ein Like, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns!